Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für ein leckeres Geschnetzeltes mit einer cremigen Zwiebel-Sahnesoße. Dafür habe ich hier als erstes ca. 500 Gramm Schweinerücken. Das sollte für 2 große Portionen ausreichen. Das Schweinefleisch jetzt als erstes in fingerdicke Scheiben und danach in Streifen schneiden. Alternativ könnt ihr hier natürlich auch Hähnchenbrust oder jedes andere Fleisch zum Kurzbraten verwenden, ganz wie ihr mögt. Als nächstes habe ich hier noch 2 große Zwiebeln, abziehen und dann ebenfalls in Streifen schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Dann kommt das Geschnetzelte in die Pfanne, ein wenig in der Pfanne verteilen. Solltet ihr die doppelte Portion zubereiten, das Fleisch auf jeden Fall in mehreren Schüben anbraten und dann für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze scharf anbraten. Währenddessen ruhig schon mal mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Einmal kurz wenden und das Fleisch anschließend aus der Pfanne heben und bis zur weiteren Verwendung kurz zur Seite stellen. Die Pfanne jetzt erneut auf den Herd stellen, die Hitze etwas reduzieren, einen gehäuften Esslöffel Butter in die Pfanne geben. Außerdem kommen jetzt die Zwiebelstreifen dazu. Die Zwiebeln für 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze ganz langsam schmoren lassen, gelegentlich mal wenden. Währenddessen können wir schon mal die Soße vorbereiten. Einen gehäuften Teelöffel Speisestärke, 200 ml Gemüse- oder Fleischfond, 200 ml Sahne und eine gepresste Knoblauchzehe in ein hohes Gefäß geben. Alles einmal kurz umrühren und sobald die Zwiebeln schön weich und glasig sind, die Soße einfach dazu gießen, nochmals mit etwas Salz und Pfeffer würzen, alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze für 1 bis 2 Minuten köcheln lassen, bis die Soße eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss kommt dann nur noch das Fleisch zurück in die Pfanne, nochmals gut miteinander verrühren, das Fleisch in der heißen Soße aufwärmen lassen und danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Das Zwiebel-Sahne-Geschnetzelte auf Tellern verteilen. Als Beilage gibt es bei uns gekochten Reis. Das Ganze eventuell noch mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.